Frankreich ist riesig und oft findet man die schönsten Orte da, wo man vielleicht gar nicht gesucht hätte. Also habe ich die KI für mich auf die Suche geschickt. Eigentlich war der Plan, von der Normandie direkt in die Vogesen zu fahren, einmal quer durch Frankreich sozusagen. Aber jetzt habe ich gestern durch Zufall mehr oder weniger diesen Spot hier entdeckt und dachte mir, solche Ecken kann man eigentlich nicht auslassen. Und die gibt es sicherlich reichlich auf dieser Strecke. Und deshalb mache ich jetzt noch einen kleinen Film für euch auf dem Weg von der Normandie in die Vogesen. Und für die Planung und um solche Spots zu finden, habe ich natürlich meinen KI-Prompt wieder bemüht, mit dem ich sowieso meine Reisen eigentlich immer plane. Aber diesmal war die Anweisung ein bisschen eine andere, weil ich speziell solche Spots finden möchte. Also, schauen wir mal, was dabei rauskommt. Meine Reise beginnt genau hier, oberhalb des kleinen Ortes Saint-Léonard-des-Bois, in dem ich mein Wohnmobil geparkt habe. Diese Gegend bietet vor allem eins: Ruhe. Die Alpen Ancelles sind eine dieser Gegenden, die man nicht unbedingt auf der ersten Seite eines Reiseführers findet. Aber genau das macht für mich den Reiz solcher Gegenden aus. Der Name klingt fast ein bisschen nach Hochgebirge, aber die Alpen Ancelles sind eher eine sanfte Mittelgebirgslandschaft mit bewaldeten Hügeln, tief eingeschnittenen Tälern und markanten Felsformationen. Ich liebe die Art der Franzosen. Selbst die Kinder sagen Bonjour. Alle sind freundlich, wenn man an denen vorbeigeht, lachen die. Also nicht über mich, sondern als Ausdruck der Fröhlichkeit. Allein das ist schon ein Grund, nach Frankreich zu kommen. Hier oben auf dem Mont Narbonne gibt es außerdem eine kleine Besonderheit. Das ist hier tatsächlich wie so ein kleiner Tierpark aufgezogen, völlig ab vom Schuss. Aber offensichtlich Ausflugsziel für Familien vor allem. Und hier gibt es auch Lamas. Ziegen haben wir schon gesehen, oder was das war. Ne? Irgendwas Kleines mit Hörnern, das Mäh macht. Pferde haben wir gesehen. Der Wildpark erstreckt sich über rund 14 Hektar und ist ganzjährig frei zugänglich. Ganz ohne Drehkreuz und Kassenhäuschen. Hier leben unter anderem Lamas, Mufflons, Dammwild, Schafe, Ziegen, Ponys und Esel. Abseits des Parks zeigt sich die Landschaft wieder von ihrer ursprünglichen Seite. Zu den beliebtesten Zielen gehören hier das Valais Misère und der Rocher du Sphinx, eine weitere Felsformation, die man hier im Wald so vielleicht nicht unbedingt erwartet. Auf beiden Seiten des Tals führen Wanderwege zu Aussichtspunkten, von denen sich ein wunderschöner Blick über die grünen Hügel, die typischen Felsen der Alpen Ancelles und den kleinen Ort Saint-Léonard-des-Bois bietet. Selbst im Ort ist die Atmosphäre angenehm entspannt. In den Sommermonaten gibt es hier jeden Sonntag einen kleinen Markt. Und wer länger bleiben möchte, findet hier sogar einen Campingplatz. Ich habe mein Wohnmobil für meinen Besuch am Ortsausgang geparkt. Und als ich zum Parkplatz zurückkehre, zeigt sich einmal mehr die freundliche und entspannte Art der Franzosen, die ich so sehr schätze. Bonjour. Bitte parken Sie quer zur Straße, da heute Nachmittag ein Konzert stattfindet. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Boutique Café Nature Domaine du Bassot. Aber für mich geht es ohnehin weiter zu meinem nächsten Ziel. Ich lasse die felsige Landschaft der Alpen Ancelles hinter mir und fahre weiter in Richtung Osten. Und schon diese erste Etappe begeistert mich. Das ist so geil, ne? Eine Anweisung war, möglichst landschaftlich reizvolle und möglichst wenig befahrene Strecken zu fahren. Und ich bin jetzt wirklich, mir sind eine Handvoll Autos entgegengekommen auf diesem ganzen Weg jetzt schon. Das ist faszinierend. Und wie toll sieht das hier alleine schon aus. Und auch hier jetzt eine Ruhe. Also bis auf mein Gequatsche ist hier gar nichts zu hören. Der Wind vielleicht noch. Totenstille hier am Friedhof. Die Straßen sind hier größtenteils hervorragend ausgebaut und führen oft schnurgerade durch die weiten Wiesen und Felder.
Dazwischen immer wieder kleine Ortschaften mit alten Steinhäusern, Kirchen und dem typischen historischen Charme. Mein Ziel ist der regionale Naturpark Perche, der 1998 gegründet wurde. Ich genieße das Fahren durch solche Gegenden. Keine Staus, kaum Verkehr und Straßen, die eher zum langsamen Reisen und Entdecken einladen, als möglichst schnell das nächste Ziel zu erreichen. Fast schon schade, wenn man dann doch irgendwann ankommt. Tolle Strecke bis hier, also großartig. Und ganz, ganz wenig Verkehr, ne? Ich meine, heute ist auch Sonntag. Aber trotzdem, ich glaube, das hat nicht viel damit zu tun. Jetzt bin ich im Perche, so heißt hier der Nationalpark. Aber den kann man nicht mal eben so zu Fuß erkunden. Deshalb versuche ich mal rauszufinden, warum die KI mich ausgerechnet jetzt hierher geleitet hat. Die KI hat mich zum Maison du Parc Naturel Régional du Perche, dem Haus des Parks, geleitet. Auch hier ist der Zugang zum Gelände kostenlos. Rund 8 Kilometer Spazierwege führen hier durch die typische Bocage-Landschaft des Perche. Wer möchte, kann die Gegend im Sommer aber für ein paar Euro auch mit der Kutsche erkunden. Das ist hier echt schön. Ich kann das noch nicht so richtig einordnen. Das kann ein altes Gut sein, aber vielleicht auch nicht. Da oben stehen Pferde und hier geht so ein Weg rum. Der geht da hinten wieder runter. Es gibt hier verschiedene Runden, die man gehen kann, verschiedene Länge. Eigentlich wollte ich jetzt die 3-Kilometer-Runde gehen, aber vielleicht bin ich vom Weg abgekommen, denn da geht es ja schon direkt wieder zurück. Die kleine Runde sind 1,3 Kilometer, aber ich gehe jetzt nochmal in die andere Richtung. Dahin. Das sieht ja auch nett aus. Da hinten ist, glaube ich, auch irgendwo ein Fluss oder ein Bach. Aber was das hier wirklich ist, weiß ich jetzt nicht. Das Ganze hier ist der Naturpark Perche. Und das, wo ich jetzt geparkt habe, das nennt sich Haus des Parks. Was schön ist, dass man hier nichts hört. Eine ganz tolle, angenehme Ruhe hier. Also keine Straßengeräusche, nicht mal vom Weiten irgendwo. Das ist echt angenehm. Bei dem Maison du Parc und dem dazugehörigen Gelände handelt es sich tatsächlich um ein ehemaliges herrschaftliches Gut. Es ist Eingangstor, Informationspunkt und eine Art Schaufenster für die Region. Direkt am Wegesrand entdecke ich das Conservatoire de l'Abeille Noire du Perche, ein Schutzgebiet für die sogenannte schwarze Biene. Eine ursprünglich in dieser Region beheimatete Bienenrasse, die in Frankreich aber als gefährdet gilt. Inzwischen leben hier wieder rund 200 Bienenvölker. Hier geht es offenbar nicht nur um das Zeigen schöner Landschaften, sondern auch darum, die Besonderheiten dieser Region zu bewahren. Es ist ein Bach. Ich verbringe hier einige Zeit, erkunde die Rundwege und genieße die ruhige Atmosphäre. Im Herrenhaus selbst gibt es Ausstellungen zur Geschichte des Ortes und zur Natur des Perche. Wer sich die Ausstellung ansehen möchte, ist mit 3 Euro pro Erwachsenen dabei. Tickets gibt's im vis-à-vis gelegenen Maison du Parc. Meine Route führt mich weiter über endlose Straßen durch die weitläufige Landschaft des Perche. Und gegen Abend erreiche ich den Stellplatz in Bretancelle. Ich schlafe heute etwas länger. In so einem Fall lasse ich das Frühstück dann auch schon mal aus und widme mich nur mit einem Becher Kakao meiner täglichen Büroarbeit. E-Mails und so weiter. Gegen Mittag kriege ich dann aber doch Hunger. Seit Wochen schon fahre ich an diesen Pizzaautomaten vorbei. Ein bisschen skeptisch bin ich ja, ne? Aber jetzt ist hier einer direkt an dem Stellplatz, ein paar Meter entfernt. Und jetzt probieren wir das mal aus. Da habe ich ja noch mal Glück gehabt. Hier im Urlaub. Ich setze meine Fahrt ohne Automatenpizza fort und lasse den Perche langsam hinter mir. Meine Route führt mich weiter quer durch Frankreich, durch ganz unterschiedliche Regionen. Von sanften Hügeln über weite Ebenen bis zum nächsten Naturpark, dem Morvan. Jede Gegend hat ihren ganz eigenen Charakter. Und das zu beobachten, macht auch längere Etappen wie diese für mich so spannend. Ich
befinde mich hier etwa 100 Kilometer südlich von Paris. In der Regel mache ich um Großstädte einen großen Bogen, aber rechts von mir befindet sich auch noch Orléans, das ich ebenfalls möglichst weiträumig umfahre. Aber allein die Nähe zu diesen Städten mit ihren dicht besiedelten Randgebieten macht sich hier deutlich bemerkbar. Der Verkehr ist hier spürbar dichter. Mehr Fahrzeuge, mehr Ortschaften und weniger von dieser Ruhe, die mich auf den abgelegenen Straßen so begeistert. Aber je weiter ich nach Osten komme, umso mehr kehrt diese Ruhe auch wieder zurück. Die Landschaft wird wieder weiter, die Orte kleiner und die Straßen leerer. Schon die größeren und gut ausgebauten Landstraßen durch solche Gegenden begeistern mich. Aber wenn das Navi mich dann in eine abgelegenere Nebenstraße führt und es wieder mitten durch Felder, Wälder und winzige Dörfer geht, dann schlägt mein Herz noch mal ein bisschen höher. Für die Nacht suche ich mir spontan einen kleinen Stellplatz direkt an einem Kanal. Am nächsten Morgen geht es weiter. Und wieder führt mich mein Weg über kleine Landstraßen, vorbei an Feldern und durch Dörfer, in denen die Zeit scheinbar etwas langsamer läuft. Ziel ist der Parc Naturel Régional du Morvan, eine der ursprünglichsten Landschaften hier im Herzen Frankreichs. Der Naturpark liegt im Burgund und wird auch als das grüne Herz dieser Region bezeichnet. Auch diese Landschaft punktet eher mit Ruhe, Weite und einer einzigartigen Natur als mit spektakulären Gipfeln. Am Ziel angekommen, stelle ich mein Womo ab, schnapp mir mein E-Bike und mache mich auf den Weg zum Dolmen von Chevresse. Die Wege hier machen Spaß. Sie führen mich durch diese wunderschöne Landschaft vorbei an Wiesen und durch Wälder und bieten auch immer wieder tolle Ausblicke auf die Umgebung. Der Akku sorgt dafür, dass die Anstrengung hier den Genuss nicht überlagert, bis es steil wird. Alter Schwede, da musste aber nicht nur der Akku, sondern auch ich ziemlich kämpfen, Mann. Boah. Und da geht's genauso weiter. Auf rund 500 Metern geht es dieses Teilstück mit etwa 14% Steigung nach oben. Inzwischen betrachte ich solche Abschnitte in angemessener Dosierung auch mal als willkommene Herausforderung. Ziel erreicht. Wieder nur ein paar Steine, könnte man denken, aber mich fasziniert das. Wie ist das hierher gekommen, dieses Gebilde, hier mitten im Wald? Und wenn man nicht gezielt zu diesen Steinen jetzt möchte, dann lohnt sich die Gegend hier auf jeden Fall auch zum Spazierengehen oder um eine Runde mit dem Rad zu drehen, wie ich das jetzt auch gemacht habe. Dass das jetzt so ausgeartet ist da an dem Berg, das konnte ich natürlich nicht voraussehen. Das macht aber auch Spaß. Gerade mit diesem Fatbike macht das echt Spaß, auch mal solche Strecken zu fahren, die einen ein bisschen fordern wenigstens, auch wenn man mit Akku unterwegs ist. Und jetzt geht es noch ein Stückchen weiter in die andere Richtung. Da gibt es noch einen Haufen Steine, habe ich gesehen. Warum ist denn jetzt so viel los plötzlich? Nur wenige Minuten später erreiche ich mein Ziel. Le Rocher du Chien nennt sich das hier. Der Hundefelsen. Boah, und das geht hier ziemlich steil hoch. Aber es gibt hier diese Drahtseile, an denen man sich hier festhalten und auch hochziehen kann. Mann. Oh, andere Richtung. Falsche Seite. Der Hundsfelsen ragt hier mitten im Wald wie aus dem Nichts empor und bietet, hat man es erstmal nach oben geschafft, einen tollen Blick über die Umgebung. Aber wie so oft auf meinen Ausflügen ist nicht nur der Aussichtspunkt selbst das eigentliche Ziel. Schon der Weg dorthin ist ein kleines Erlebnis. Also einen Hund habe ich hier jetzt noch nicht erkannt oder entdeckt, je nachdem. Aber hier sind so Kletterösen in den Felsen und tatsächlich sind da unten welche an dem Felsen auch am Klettern. Das wäre jetzt nicht so meins. Also jetzt hier kommt man auch ganz gut hoch. Aber sobald es ans Klettern und an steile Geschichten geht, da bin ich raus. Also wenn ihr hierher wollt, vielleicht mal zum Klettern, am besten hier an den Rocher du Chien. Ihr müsst jetzt nicht diese Kletterösen hier benutzen, aber auch hier an dem Felsen, die Wege, die sind ziemlich steil und ein bisschen herausfordernd.
Da geht's hoch. Hier an dem Felsen entlang, um den Felsen rum. Und dann damit ein bisschen klettern hier auf diese Plattform. Und von hier ist die Aussicht klasse. Wer das mag, für den ist das das Richtige. Und wenn ihr eher so auf Familienausflug aus seid, dann kann ich euch diese andere Felsformation da empfehlen. Anzusehen ist beides schön. Wer es richtig wissen will, benutzt die Kletterösen für den Auf- und Abstieg. Ich spreche Deutsch ein bisschen. Dann können wir uns ja auf Deutsch unterhalten. Was? Ich bewundere den offenbar fehlenden Respekt einiger Menschen vor der Schwerkraft. Les Allemands parlent mieux français. Ich habe hier rechts und links von mir noch gut 1 Meter Platz bis zum Abgrund. Alleine die Vorstellung, mich da noch näher ran zu bewegen, lässt es mir eiskalt den Rücken runterlaufen. Alter Schwede, die Typen sind krank. Mal gucken, ob ich jetzt wieder hier hochkomme ohne Seil. Ja. Alter Falter, das ist mir schon echt eine Nummer zu heftig da unten. Bisschen Abenteuer darf sein. Ich ziehe die klassische Variante vor und wähle auch für den Abstieg den zwar steilen, aber deutlich entspannteren Weg zurück. Für mich entspannt, für meine Drohne eher nicht. Äußerlich scheint alles in Ordnung zu sein, aber bei den folgenden Startversuchen kommt ab jetzt eine Fehlermeldung. Damit ist die Flugshow erstmal vorbei. Das hat ganz schön geknallt eben mit der Drohne. Und jetzt geht's beim Start eine Fehlermeldung, dass hier nicht auseinandergefaltet ist. Können wir gleich mal den Support testen. Mein Ausflug geht allerdings weiter, denn ganz in der Nähe versteckt sich noch ein weiteres kleines Highlight dieser Gegend. Der Cascade du Sceau. Vom Parkplatz aus führen 2 kurze Rundwege zu dem Wasserfall. Einer davon ist nur 280 Meter lang. Für den anderen muss man etwa die doppelte Strecke zurücklegen. Hier geht's allerdings auch wieder ganz schön bergauf. Warum muss ich mich immer für die langen und beschwerlichen Wege entscheiden? Dann fällt's mir wieder ein. Weil sie meistens einfach geiler sind. Der Cascade du Sceau ist ein kleiner, natürlicher Wasserfall, der sich über felsige Stufen seinen Weg hinab ins Tal sucht. Diese Gegend ist beliebtes Ausflugsziel und in unmittelbarer Nähe des Parkplatzes gibt es sogar ein kleines Restaurant zum Einkehren. Ein kurzer Abstecher, der sich auf jeden Fall lohnt. Nach einer vorsichtigen Reinigung der Klappgelenke und Sensoren funktioniert die Drohne vorerst wieder einwandfrei. Schon erstaunlich, was dieses kleine Gerät ab kann. Bisher bin ich mit den Zielen, die die KI für mich ausgesucht hat, sehr zufrieden. Als nächstes hat sich die Falaise de Saint-Romain für mich vorgesehen. Aber es soll anders kommen als geplant. Der Mont Ventoux liegt inzwischen hinter mir. Die Landschaft zieht an mir vorbei und die Sonne nähert sich langsam dem Horizont. Mit Einbruch der Dunkelheit erreiche ich mein Zwischenziel, den Wohnmobilstellplatz in Nolay. Gestern Abend habe ich noch dieses schöne Plätzchen hier erreicht. So richtig schön ist das hier nicht. Aber trotzdem werde ich hier zumindest heute den Tag noch verbringen. Es gab viele schöne Plätze, an denen ich besser hätte stehen können auf dem Weg hierher. Aber hier kann ich Wasser zapfen und ich möchte gerne 1, 2 Maschinen machen. Es gibt hier auch keinen Schatten. Das ist ein reiner Sonnenplatz hier. Aber Sonne bedeutet Strom. Also insofern passt das alles und ich werde jetzt mich im Nachbarort beim Supermarkt mit allem Nötigen dafür versorgen. Während die Aussicht vom Parkplatz nicht so spektakulär ist, zeigt mir die Fahrt zum Supermarkt die wahre Schönheit dieser Gegend rund um Nolay. Und mir wird klar, auch hier gibt es deutlich mehr zu entdecken, als der erste Blick vielleicht vermuten lässt. Zurück am Stellplatz fällt mein Blick auf eine Felswand, gar nicht weit von hier entfernt. Also schnappe ich mir mein Bike und mache mich auf den Weg. Großartig. Das geht hier quer durch die Weinberge. Ziemlich steil teilweise bergauf. Aber diese Landschaft, boah, mich packt das ja, ne? Klasse.
bin auf dem richtigen Weg. Hier ist der Boden schon sehr felsig. Der Aufstieg führt mich auf die Anhöhe über den Felsen. Und unten liegt Nolay, eingebettet in die Landschaft des Burgunds. Wenig später erreiche ich das Gipfelkreuz. Ich bin jetzt auf diesem Felsen hier, den ich von meinem Zuhause aus sehen kann. Mein Zuhause ist da hinten, ich kann das jetzt auf dem Display nicht so richtig sehen. Da muss irgendwo ein Sportplatz sein und direkt dahinter an der Kante steht mein Wohnmobil. Da steht neben noch ein weißes, ja vielleicht ist auch egal. Jedenfalls bin ich jetzt hier auf dem Felsen. Hier ist so eine Felswand, die hier über einige 100 Meter tatsächlich sich erstreckt. Von da bis da irgendwo. Leider kann man das nicht überall so gut sehen wie hier. Ja, ich bin keiner, der jetzt hier so unbedingt an die Kante ran muss. Jedenfalls nicht weiter als nötig. Kann man nicht ran, weil da überall Bäume und Büsche sind und so weiter. Hier ist gerade so eine Lichtung. Und hier muss man echt auch ein bisschen vorsichtig sein, weil das hier wirklich nur... Kleiner Spaß. Vorsichtig sein muss man aber schon. So sehen hier die Wege aus. Von da komme ich. Und da will ich jetzt hin. Und dann geht's hoffentlich da hinten irgendwo wieder runter. Zurück nach Hause. Geht es. Ein Stückchen weiter begegne ich allerdings noch einer älteren Dame. Der Notre-Dame de la Délivrance. Die Statue erinnert an die Befreiung von Nolay am 8. und 9. September 1944. Heute ist dieser Platz vor allem ein Aussichtspunkt. Ich bleibe noch einen Moment hier oben und genieße die Aussicht. Das Wissen, dass dieses Denkmal hinter mir hier aus Dankbarkeit für wiedererlangte Freiheit steht, verändert meinen Blick auf Nolay, seine Bewohner und die Umgebung. Erst die Geschichten der Menschen sind es, die einem Ort seine eigentliche Bedeutung geben. Ich mache mich auf den Weg zurück ins Tal. Für eine entspannte Radtour sind die Wege hier eher nicht geeignet. Die Steigungen sind teilweise kräftig, der Untergrund steinig und lose und die Wege nicht immer eben. Fürs Mountainbiken und Wandern mit etwas Höhenmeteranspruch sind sie hingegen ideal. Zum Feierabend habe ich mir jetzt eine Pizza verdient. Ich habe im Vorbeifahren diesen Pizzastand hier gesehen. Oh, da konnte ich nicht dran vorbeifahren. Zwar nicht aus dem Automaten, aber dafür vielleicht genießbar. Non. C'est normal, pas de souci, avec plaisir. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée, bonne vacances. Merci. Auch hier heißt es bald schon wieder Abschied nehmen. Nachdem ich meine Wassertanks noch einmal aufgefüllt habe, geht es ein letztes Mal durch die engen Straßen von Nolay raus aus dem Ort. Bis zu meinem nächsten Ziel ist es nicht weit. Gerade mal gut 20 Minuten Fahrt liegen vor mir. Und es dauert nicht lange, bis ich es in der Ferne bereits deutlich erkennen kann. Das ist das, wo ich eigentlich hin möchte jetzt. Das sind die Falaises de Saint-Romain. Und theoretisch könnte man hier sogar auch übernachten. Da hinten ist auch noch ein kleiner Parkplatz. Und das Einzige, was einen hier lautstärkemäßig vielleicht beeinflussen könnte, sozusagen, das wären Boule spielende Franzosen. Aber da gibt's wirklich Schlimmeres. Nur wenige Minuten später erreiche ich mein Ziel. Wow. Eigentlich habe ich erwartet, dass man das wie bei den anderen Felsen auch von unten eigentlich viel besser sehen kann als von oben. Aber hier bietet sich ja wirklich ein toller Ausblick auf die Felsen auch. Und hier wollen wir nicht so nah rangehen. Da geht das noch ein bisschen heftiger runter als bei den anderen. Ich meine, tot, wenn man so oder so da oder hier. Aber das muss nicht sein. Und man kann hier auch direkt ranfahren. Da ist der Parkplatz. So ein Parkstreifen am Straßenrand. Und keine Menschen hier, ne? Das ist echt faszinierend. Hochsaison und keine Menschen hier. Ja, die treiben sich alle am Strand rum wahrscheinlich. Die Kalksteinfelsen gehören zu den typischen Landschaften der Côte de Beaune. Von hier oberhalb der Felsen aus öffnet sich ein weiter Blick über die Weinberge des Burgunds. Unter mir liegt der kleine Ort Saint-Romain, Namensgeber dieser beeindruckenden Felswand. Und obwohl ich eigentlich wegen der Felsen hierher gekommen bin,
ist es am Ende wieder einmal die Aussicht, die mich am längsten hier stehen bleiben lässt. Von hier setze ich meine Fahrt in Richtung Vogesen fort. Frankreich macht es einem leicht, wenn es darum geht, landschaftlich reizvolle Strecken und Spots zu entdecken. Klar gibt es auch hier zwischen den zahlreichen Naturparks immer mal wieder Abschnitte, die nicht nur schön anzusehen sind, aber die abwechslungsreichen Landschaften und die vielen kleinen Sehenswürdigkeiten sind hier allgegenwärtig. Hinzu kommt, dass man sich hier auch als Wohnmobilist noch willkommen fühlt. Das Stellplatznetz ist sehr dicht und vielerorts kann man hier auch noch kostenlos stehen und übernachten. Nach den eher sanften Landschaften der vergangenen Tage verändert sich das Bild bald wieder. Die Straßen werden kurviger, die ersten Höhenzüge tauchen vor mir auf und es dauert nicht lange, bis ich wieder das machen darf, was mir auf meinen Reisen besonders viel Spaß macht. Serpentinen fahren. Gegen Abend erreiche ich den Ballon d'Alsace. Dass ich hier oben nicht allein sein würde, war mir klar. Aber mit einer solchen Masse an Autos und Menschen habe ich beim besten Willen nicht gerechnet. Menschen und Autos, soweit das Auge reicht. Aus der erhofften Ruhe auf dem Berg wird also erstmal nichts. Abseits des Trubels finde ich aber zumindest einen Platz für die Nacht. Neben sehr netten Nachbarn aus Spanien. Ich habe mir gerade ein leckeres Abendbrot gemacht, das heute aus Pfirsichen besteht. Nach der langen Fahrt ist mir jetzt nach was Frischem irgendwie. Aber jetzt haben mir meine Nachbarn hier freundlicherweise eine improvisierte Pizza aus diesem Camper-Backofen, wie heißt der noch? Ist auch egal. Jedenfalls haben sie mir die gebracht. Sehr, sehr lecker. Ich habe schon gekostet. Nach einem kleinen Frühstück wage ich mich am nächsten Morgen noch einmal auf den Berg. Hier war gestern die Hölle los. Hier waren so viele Autos und so viele Menschen. Das bin ich schon gar nicht mehr gewohnt. Aber das war auch wirklich sehr, sehr extrem. Ich habe erst gedacht, die wollen sich hier nur den Sonnenuntergang angucken. Aber dann müsste das ja eigentlich jeden Abend so sein. Gestern war Sonnenfinsternis. Das hatte ich gar nicht auf der Reihe. Und deshalb war hier halt entsprechend viel los. Ich habe dann ein Stückchen weiter unten geschlafen. Bin jetzt wieder hochgefahren, die paar Kilometer. Und starte jetzt hier meinen nächsten Roadtrip durch die Vogesen. Wenn ihr wie ich auch lieber reist, anstatt Reisen zu planen, dann ladet euch meinen KI-Prompt runter und probiert ihn mal aus. Ich freue mich über jeden Kauf und ihr braucht für eure Reiseplanung damit nicht mal mehr halb so lange wie sonst. Das garantiere ich euch. Der Prompt fragt alles Mögliche ab, wie Reisedauer, Reisezeit, Größe des Fahrzeugs, was ihr sehen wollt, ob Städte, Museen, Kultur, Natur, ob Kinder mitreisen oder Tiere und. Und was nicht abgefragt wird, das könnt ihr ganz normal als Text im Dialog mit der KI frei vorgeben. Ich habe jetzt für diesen Trip angegeben, dass ich gerne wenig befahrene Strecken fahren und touristisch nicht so überlaufene Naturspots sehen möchte. Aber denkbar wäre auch, den Fokus zum Beispiel auf Wanderungen, Radtouren, Bootstouren oder was auch immer zu legen. Probiert es aus. Ihr habt dann den Spaß und ich kann mich dann bald zur Ruhe setzen. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Mitreisen, liebe Leute, und bis bald in meinem nächsten Video.